Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, heute soll es um die Kontrolle der Mini Plus gehen. Die stehen hinter mir in unserer Blühwiese und ich will euch aber eben einmal kurz die Blühwiese einmal ein bisschen zeigen. Ne? Also ich hatte ja schon mal in einem von unseren Shorts so ein bisschen das Thema angeschnitten, ne? Dass jeder was tun kann. Ne? Sei es auch, wenn er einen Kleingarten hat oder einen Balkon hat. Ich will euch mal eben kurz einen kleinen Ausschwenker nehmen oder einen Ausschwenk geben von unserer Blühwiese. Dann gehen wir zu den Bienen und machen einmal eine kurze Kontrolle. Also seid gespannt. Und wie immer dabei unsere Hauskatze, der Loki. Ne, Loki? Kleiner Wirbelwind. Der folgt uns auf unserem Grundstück auf Schritt und Tritt. Jetzt hat er wahrscheinlich gerade irgendwas Schönes gefunden. Na, Loki? Was gibt's da Feines? Naja, lassen wir ihn mal machen. Wir gehen mal zur Blühwiese. Wir haben hier auf circa 2000, 2500 Quadratmeter eine Blühmischung angesät mit Phacelia, Buchweizen, Gelbsenf. Was gibt es hier noch? Wir haben Sonnenblumen, die gerade am Wachsen sind. Gehen wir mal einen kleinen Ticken weiter. Was haben wir hier noch? Wo haben sie sich denn versteckt? Hier. Wenn mir einer sagen kann, was das für eine Pflanze ist, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen drauf, aber sie blüht herrlich. Einfach schön. Den Bienen gefällt es auch sehr gut. Ne, Mädels? Aber es ist ja nicht nur für die Bienen, ne? Es ist ja auch für die Wildbienen, für alle Schmetterlingsarten, die hier leben. Für Wildbienen ist es sehr interessant. Dafür haben wir es ja extra gemacht. Für Hummeln, da ist eine Hummel. Wir haben hier verschiedenste Hummelarten, die wir hier beobachten können auf unserer Blühwiese. Also es ist mega, mega schön und mega, mega interessant. Und ein bisschen, ich glaube, das dürfte Gelbsenf sein, wenn ich mich nicht täusche. Da fliegt nochmal eine Hummel. Ich habe hier auch schon ein paar Schmetterlinge gesehen heute. Aber lass uns mal zum Bienenstand gehen. Beziehungsweise zu unseren Mini-Plus-Völkern. Und dann führen wir da gleich mal eine Kontrolle durch. Rehe gibt es hier auch. Die finden die nämlich auch ganz toll, die Blühwiese. Und ihr seht selber. Schaut euch das an. Die Bienen tragen fleißig Pollen ein. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Gelber Pollen, orangener Pollen. Einfach herrlich. Einfach herrlich, den Bienen bei der Arbeit zuzugucken. So, jetzt stehe ich hier ein bisschen vorm Flugloch. Einfach schön. Wir halten schon seit längerer Zeit Bienen in der Mini Plus. Das hat den Hintergrund, weil wir auch ein paar Reserveköniginnen für den Winter haben wollen. Es kommt ja immer wieder vor, dass Königinnen bei der Ameisensäurebehandlung flöten gehen. Dass Königinnen, warum auch immer, abgedrückt werden. Passiert ja jedem Imker mal. Wir finden diese Mini Plus Kästen sehr, sehr praktisch. Ja, du kannst wirklich
Kleinstvölker halten und bei Bedarf die Königin rausnehmen, in Wirtschaftsvölker einweisen. Wir machen das meistens immer so. Wir haben uns ja auch dieses Jahr, Mädel, wir haben uns ja dieses Jahr auch Reinzuchtkönigin nochmal besorgt. Die sind hier auch in diesem Mini Plus untergebracht. Die werden im Spätherbst auf die bestehenden Völker eingeweiselt. Also so eine Mini Plus Beute hat sehr, sehr viele Vorteile. Ne? Wir halten unsere Bienen ja mehr oder weniger auf Naturbau. Die können ihre Waben selber bauen. Da kommt ab und zu beziehungsweise nur ein kleiner Anfangsstreifen rein. Aber ich möchte mit euch eben einmal in die Völker reingucken. Gucken, wie sich die Königinnen entwickelt haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, 2 Kästen von denen sind, glaube ich, Brutableger aus den anderen Mini Plus. Da müsste ich jetzt noch mal in meine Ordner gucken. Aber wir werden es gleich sehen. Ne? Hier sind, wie gesagt, auch Reinzuchtköniginnen drin. Ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, in welchem Kasten. Da ist unsere Azubine fitter als ich, weil die schreibt sich explizit drauf, was wir gemacht haben am Stand. Ne? Aber das Thema hatte ich ja schon mal im anderen Video. Wir wollen einfach mal reingucken und ja, seid gespannt. So, gucken wir mal eben ins erste Volk rein. Ich nehme dafür mal eben einmal den Deckel ab. Wir haben bei den Jungvölkern, sage ich jetzt mal, überall so ein bisschen Futterteig draufgegeben, damit die Bienen halt immer ständig unter dem Futterstrom sind. Und ihr seht es hier, da ist Futterteig drauf. Ja, die Bienen nehmen fleißig diesen Futterteig ab. Den packe ich mal eben kurz ein bisschen zur Seite. So. Und dann möchte ich euch eigentlich nur mal eben kurz zeigen, was da drinnen los ist. Na, wie gesagt, wir haben so ein paar Anfangsstreifen, haben wir eingelötet, damit die Bienen halt ihr Wabenwerk selber ausbauen können. Die Bienen stehen jetzt auch noch gar nicht so lange hier. Dementsprechend ist das Volk auch noch nicht so groß. Aber das macht nichts. Ne? Die bauen ihr Nest oder ihr Wabenwerk relativ fix und relativ schnell aus. Ihr seht's, da fangen sie schon an. Na? So, jetzt gucken wir mal, ob das hier jetzt ein Ableger gewesen ist oder ein Brutwabenableger oder ob da die Königin drin ist. Das werden wir gleich sehen. Schauen wir eben einfach rein. Das, wie gesagt, das sind jetzt halt nur 2 Brutwaben. So, schauen wir mal. Verdeckelte Brut ist schon mal drin. Dann gucken wir mal eben, wo die Königin ist. Da läuft sie. Naja gut, bei 2 Waben, ne, da ist sie. Bei 2 Waben ist es ja auch nicht besonders schwer, die Königin zu finden. Aber die Königin ist am Legen, am Stiften. Er ist, wie gesagt, auch eine Reinzuchtkönigin von unserem Züchter. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht vom Besuch. Da läuft sie. Das ist eine Carnica. Ein sehr, sehr schönes Tier. Die packen wir jetzt mal irgendwie, beziehungsweise da wieder rein. Mehr brauche ich gar nicht sehen. Ich sehe, dass sie stiftet. Ich sehe, dass sie Eier legt. Und die Bienen tragen schön Nektar, schön Pollen ein, schön Futterkranz, ganze Wabe rundherum hier unten bedeckt, oder sagen nicht bedeckt, sondern bestiftet. Da läuft eine Biene mit Pollen. Das reicht mir schon für dieses Volk. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Ich sehe, dass hier viel Aktivität herrscht. Und das reicht mir schon. So. Der einzige Nachteil bei diesem Mini Plus ist einfach, man hat sehr, sehr viel. So Mädels, geht mal ein bisschen zur Seite. Ich möchte euch nicht platt machen. Ne? So. Man hat sehr viel Spielraum hier drin. Ne? Wenn ich jetzt die 6 Waben da rein tue oder wieder reinsetze, habe ich immer noch genug Spielraum, damit sie Dickwaben bauen können. Ist nicht so schön, aber das muss man halt ein bisschen vermitteln. Ne? So.
Gut, gucken wir mal eben ins nächste Volk. Ich baue das eben zusammen. Kommt der Futterteig wieder rauf, damit die Bienen wieder weiterbauen können. So. Keine Briefmarken produzieren, ne? Wir kennen's. Zack. Deckel rauf. Das reicht mir schon. Ab zum nächsten Volk. Gleiches Spiel. Deckel abmachen. Ihr seht, hier ist weitaus mehr los. Ich klopfe mal eben die Bienen einmal kurz ein bisschen ab. So. Ja, hier ist ein bisschen mehr los als bei dem einen Volk. Auch hier haben wir wieder Futterteig draufgegeben, damit die halt ständig unter Futterstrom sind. Bei so Kleinstablegern, bei so Kleinvölkern ist Füttern mit Futterteig besser als mit Flüssigfutter. Den Futterteig können Sie kontinuierlich abnehmen und Sie können, oder die Gefahr der der Räuberei ist halt weitaus kleiner. Ne? So, packen wir eben auch mal die Waben zur Seite. Hier haben sie, wie gesagt, schon mal angefangen, so eine Wildbauwabe auszubauen. Ich zeige euch das gleich mal. Wenn ich sie dann abkriege, ja. Ich fange jetzt schon an, ihr Nest herrlich zu verkitten, beziehungsweise alle Ritzen, alle Ecken zu verkitten. Na, ihr seht's, die Bienen haben Pollen eingetragen. Stifte sind auch schon zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera ran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Stifte sind drin, Pollen sind drin, Futter ist da. Wabe ist ausgebaut. So soll es sein. So, dann gucken wir mal auf die anderen beiden Waben rauf. Was da los ist. Und wie sie sich da gegeben haben. Jawohl. Ihr seht selber, ne? Schöner Futterkranz rundherum. Pollen. Auch rundherum. So will der Imker das sehen, so soll es sein. Ich finde das ja einfach herrlich, ne? Wie so kleine Organismen oder wie der Bienen im Groben und Ganzen so zusammenhält. Ist einfach herrlich. Ne? Wenn ich jetzt hier einfach so ein bisschen zur Seite tippe, seht ihr, ne, könnt ihr nicht sehen, aber überall Stifte drauf, frische Maden. Da müsste auch die Königin wahrscheinlich auf der ersten Wabe sein, oder ich habe sie gerade übersehen. Gucken wir mal noch mal auf die erste Wabe rauf. Ob sie hier rauf rumläuft. So Mädels, gehen mal ein bisschen zur Seite bitte. Dann schauen wir hier mal rauf. So. Also auf der Seite ist sie nicht. Aber da auf der Wabenseite. So Leute. Hier läuft sie. Und da. Und wenn ich das so ein bisschen zur Seite tippe, sind da schon die ganzen Larven, die bald verdeckelt werden. Ne? Ich kaufe, ihr könnt das sehen. Wie gesagt, hier an der Seite schöner Pollenkranz. Das verwenden die, um ihre Brut zu füttern. Nektar an der Seite dran. Einfach herrlich. So, dann bauen wir das Volk auch wieder zusammen. Und wollen es auch nicht länger stören. Na? Sollte ja noch groß und stark werden. So, Mädels. Schieben wir den ganzen Kram einmal wieder zusammen. Gucken, dass wir keine Biene quetschen. Ganz wichtig. Ne? So. Da ist es nämlich schon passiert. Das wollen wir nämlich nicht.
So. Ja, meine Lieben, also das einmal kurz zu unserem kleinen Standrundgang. Unsere kleinen Kleinstvölker im Mini Plus. Also wie gesagt, die Mini Plus Tage eignet sich halt für sehr, sehr viele Sachen. Ne? So, jetzt kommt der Futterteig wieder rauf. Kleinen Ticken auseinander machen, damit sie auch weiter den Futterteig abnehmen können. Dann kommt die Zarge wieder rauf, der Deckel wieder rauf. Und dann wird das Volk wieder in Ruhe gelassen. Ab und zu gucken wir halt, ne, ob sie noch genug Futter haben. Die großen Trachten sind jetzt vorbei. Es herrscht jetzt noch ein bisschen Leppertracht, sage ich jetzt mal. Und da sollte man schon bei Kleinstvölkern und auch bei großen Völkern darauf achten, dass sie genug Futter haben. Ne? Ja, meine Lieben. Heute mal ein Kurzvideo, ein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Viel Spaß an alle Neuen, die auf unseren Kanal gestoßen sind. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da. Tut nicht weh, kostet kein Geld, damit ihr nichts verpasst. Ne? In diesem Sinne sage ich mal, ciao, ciao, euer Bienenliebe-Team. Bis zum nächsten Video. Bis dann.